Liebeskummer dauert halb so lang, wie die Partnerschaft gedauert hat. Oder nach 3 Monaten müsste der Liebeskummer vorbei sein. Und ich merke, dass gerade diese 3-Monatszahl, die ist in den Köpfen meiner Klientinnen und Klienten. Damit kommen die zu uns. So. Also entweder die kommen ganz frisch, die Trennung war gestern, und die sagen dann, ja, aber so in 3 Monaten muss es mir dann wieder gut gehen. Oder sie sind über die 3 Monate rüber und sagen, oh Gott, es ist jetzt schon 3 Monate. Und ich leide immer noch. Und was damit einhergeht, ist auch häufig das Gefühl, diese 3 Monate lang, die kann ich vielleicht meinen Freunden, meiner Familie noch mit dem Thema Anführungszeichen in den Ohren hängen. Aber danach sagen halt auch alle, jetzt geht's mal wieder zurück zur Normalität. Und das ist der Druck, den die Leute sich auf jeden Fall selbst auch machen. Ich kann dir einen mit der krassesten Fälle, glaube ich, erzählen, die wir bei uns in den letzten Jahren hatten. Und das ist ein Problem, was, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit eigentlich recht bekannt ist, aber vielleicht nicht so richtig bekannt ist, was für eine Dimension von Schmerz das macht. Du kennst ja so Love-Scams wahrscheinlich, ne? Mhm. Also wo Menschen auf irgendwelche Internetbekanntschaften reinfallen und meistens geht es dann um Geld. Die sollen dann anfangen, irgendwann Geld zu überweisen und werden aber vorher so richtig emotional eingelullt von ihrem Gegenüber. Und wir hatten in den letzten Jahren mal einen Fall tatsächlich von einem Mann, der sich an uns gewendet hat, der super, super krassen Liebeskummer hatte wegen einer Frau, die ihm nicht einmal in seinem Leben begegnet war. Da ging es auch nicht um Geld tatsächlich, worum es da wirklich ging und wer das war, wer da diese Nachrichten geschrieben hat mit ihm, wissen wir nicht, weiß er auch nicht. Aber der Liebeskummer war super real, den er hatte, obwohl es um ein Online-Phantom ging dabei. Und das macht so klar dieses Potenzial, was die Projektion hat. Und ich sehe aus dem Grund auch, also bin sehr gespannt so auf die Zukunft, wo jetzt erste Menschen anfangen, Beziehungen zu KI, irgendwie Avataren zu führen. Also kann man nur hoffen, dass die immer nett bleiben und dann nicht plötzlich aus irgendeinem Grund das Ja. meine ich ernst. Also das ist echt so diese die Größe dieser Projektionsmöglichkeiten ist also irre. Ja. Ja, ich hatte vor einigen Folgen mal mit Dr. Thomas Fuchs, Kinder- und Jugendtherapeut, darüber gesprochen, über diese KI-App Grok, die ja auch ein Avatar oder mehrere Avatare anbietet, wie zum Beispiel den Avatar Annie. Und das ist ein KI-Avatar und wird auch bezeichnet von dieser App als erotische Freundin oder so. Das heißt, diese KI oder dieser Avatar ist dafür gemacht, als Freundin da zu sein. Ja, irre. Und da merkt man schon, wenn sowas überhaupt auf den Markt kommt, Voll. auch von so einer riesen App, ne? Es gab neulich im Spiegel, dass Leute anspricht. Gab im Spiegel einen Riesenartikel darüber. Das machen halt nicht nur Teenager, sondern das gibt es auch bei Erwachsenen. Ne? Und das wird ja zunehmen. Die Frage ist auch, was macht das mit unserer Akzeptanz für Realbeziehungen? Ne? Und sorgt es nicht im realen Leben dann für noch mehr Liebeskummer, weil ich dann dieses Ideal gewöhnt bin, wie meine Avatar-Freundin oder Freund sich verhält und gar nicht mehr akzeptieren kann, dass andere echte Menschen eigene Bedürfnisse haben. Und also es ist im Teenager- und Jugendalter ist Liebeskummer der Suizidgrund Nummer 1. Und bei solchen Internetbegegnungen wirst du ja auch nie ans Ziel kommen, weil du wirst ja nie das bekommen, was du dir eigentlich vorstellst. Also du kannst natürlich leicht drauf projizieren. Die machen es dir vielleicht auch einfach, ne? Auch diese Scams. Ja. Die machen es dir natürlich extra einfach zu projizieren. Die wissen ganz genau, was sie schreiben müssen. Ja, natürlich. Aber du wirst ja nie das bekommen, was du dir eigentlich wünschst. Was mich jetzt mal interessieren würde bei diesem Fall, wo du gesagt hast, das war ja wirklich ein schwerer Fall mit diesem Scam. Was hat die Person da rein projiziert? Also was hat dann für diesen Liebeskummer so krass gesorgt? Was war der Auslöser? Naja, weißt du das noch? ist, also der Fall, der war nicht bei mir. Ich habe Ja. ja ein Team, ne? Ja. Ich habe das nur dann aus meinem Team danach berichtet bekommen.
Insofern die Kerndetails kenne ich jetzt nicht, aber das ist ja das, was zum Beispiel auch häufig in so toxischen Beziehungen passiert, das nennt man so Future Faking, ne? Dass so eine Vision davon, wie es mal sein könnte, wenn wir uns erstmal sehen und wenn wir dann unsere Beziehung führen oder wenn es dann real abläuft, wenn du jetzt nur weiter durchhältst, wie es dann mal sein kann. Also einfach eine total erstrebenswerte, schöne Zukunftsvision. Vor einiger Zeit wuchs in mir der Wunsch, mein Spanisch endlich auf ein neues Level zu heben und die Sprache wirklich flüssig sprechen zu können. Am Anfang habe ich viel mit Apps experimentiert, muss dann aber schnell feststellen, um eine Sprache wirklich meistern zu können, ist echter Unterricht mit einer Lehrkraft einfach deutlich effektiver. Genau deshalb freue ich mich sehr, italki als Partner dabei zu haben, denn italki ist eine Sprachlernplattform, auf der du ganz flexibel 1:1 Stunden bei qualifizierten Lehrern oder auch Gruppenstunden buchen kannst. Das Besondere ist, dass hinter den Lehrern echte Menschen stecken, die individuell mit dir an deinen Kenntnissen und deiner Aussprache arbeiten. Mir hat das Training mit Carla sehr geholfen, denn durch ihr direktes Feedback konnte ich alle meine Fragen loswerden und habe beim Sprechen sehr viel mehr Sicherheit gewonnen. Das Ganze funktioniert völlig unkompliziert. Du suchst dir genau die Lehrkraft aus, die zu dir passt und zahlst ganz ohne Abo nur die Einheiten, die du auch wirklich in Anspruch nimmst. Als Tipp, für Schüler ist italki übrigens auch eine wunderbare Ergänzung, falls gezielt Unterstützung in einer Fremdsprache gebraucht wird. Und wenn du es selbst ausprobieren willst, mit dem Code MIND4 bekommst du 10 Euro geschenkt, sobald du Stunden im Wert von mindestens 20 Euro buchst. Den Link und den Code findest du wie immer in den Shownotes. Sichere dir das extra Guthaben und bring dein Sprachlevel auf die nächste Stufe. Jetzt gibt es ja bei uns auch in der Gesellschaft viele Vorurteile oder Missverständnisse, was Liebeskummer angeht. Was sind so die typischen Missverständnisse, Dinge, die wir falsch verstehen über Liebeskummer? Also das eine habe ich, glaube ich, eingangs schon gesagt, so, dass Liebeskummer ein Teenagerleiden ist. Und ein Missverständnis, was ich super wichtig auch finde in meinem Zusammenhang, ist, dass es so, und das ist so krass, weil das immer noch ab und zu so grassiert irgendwie in Medien. Ich habe mir so ein Google Alert eingestellt. Das heißt, ich kriege immer eine E-Mail, wenn irgendwo im deutschsprachigen Raum, klingt ein bisschen verrückt, aber wenn irgendwas über Liebeskummer erscheint, weil das interessiert mich natürlich alles. Und dann gibt es manchmal so das klingt jetzt so abwertend, so ist es nicht gemeint, aber gerade in Frauenmagazinen taucht das dann häufig auf, so, naja, Liebeskummer dauert halb so lang, wie die Partnerschaft gedauert hat. Oder nach 3 Monaten müsste der Liebeskummer vorbei sein. Und ich merke, dass gerade diese 3-Monatszahl zum Beispiel, die ist in den Köpfen meiner Klientinnen und Klienten. Damit kommen die zu uns. So, also entweder die kommen ganz frisch, die Trennung, wenn wir jetzt von der Trennung reden, die Trennung war gestern und die sagen dann, ja, aber so in 3 Monaten muss es mir dann wieder gut gehen. Oder sie sind über die 3 Monate rüber und sagen, oh Gott, es ist jetzt schon 3 Monate und ich leide immer noch. Und was damit einhergeht, ist auch häufig das Gefühl, so diese 3 Monate lang, die kann ich vielleicht meinen Freunden, meiner Familie noch mit dem Thema Anführungszeichen in den Ohren hängen. Aber danach sagen halt auch alle, jetzt geht's mal wieder zurück zur Normalität. Und das ist der Druck, den die Leute sich auf jeden Fall selbst auch machen. Und das ist eine Zahl, mit der ich super gerne aufräume, weil ich das finde, den Leuten geht es ja eh schon schlecht und die müssen sich nicht jetzt zusätzlich noch Zeitdruck machen. Denn was wichtig ist zu wissen, ist, dass Liebeskummer am Ende ein Trauerprozess ist ja auch. Ne? Und wenn du jemanden kennst, bei dem ein nahestehender Mensch verstorben ist, dann wirst du total intuitiv, weil das, keine Ahnung, das überliefert sich so in unserer Gesellschaft, kennst du wahrscheinlich sowas wie ein Trauerjahr und weißt, okay, man geht davon aus, dass das eigentlich so 1 Jahr dauert, dieser Prozess. Und genauso ist es beim Liebeskummer auch. Es gab vor ein paar Jahren irgendwie mal so eine Umfrage auch zu dem Thema, wo Leute angegeben haben, wie lang ihr Liebeskummer gedauert hat. Irgendwie eine große Gruppe, ich weiß nicht mehr, wie viele Teilnehmende das waren.
Und dabei kam raus, Liebeskummer dauert im Mittel, glaube ich, bei Frauen 12,4 Monate und bei Männern irgendwie, weiß nicht, 12,1 oder so. Die ganz exakte Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Und das ist einfach so viel realistischer. Und ich finde, das würde würde vielen Menschen, die unter Liebeskummer leiden, schon so viel Druck, ne? Also einerseits den Druck nehmen, andererseits vielleicht auch, oh Gott, jetzt soll ich das ein Jahr aushalten. Aber meiner Überzeugung nach ist es auch wichtig, dem Verarbeitungsprozess Raum zu geben. Ne? Man kann natürlich auch, wenn man Liebeskummer hat, sagen, ja, next. Ne? So, klar, geht auch. Also aus dem Grund gibt es unzählige Datingbörsen, also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute da angemeldet sind, die da eigentlich versuchen, ihren Liebeskummer irgendwie zu überwinden. Aber das Problem ist, dass du den Schmerz dann ja immer mitnimmst in die nächste Beziehung und auch die Muster immer mitnimmst in die nächste Beziehung. Insofern werbe ich natürlich dafür, sich den Raum zu nehmen. Und dieses so ein Jahr ist einfach ein total erwartbarer Zeitraum. Ich habe einen Freund und der steht schon seit langer Zeit auf eine Frau. Und die war jetzt die ganze Zeit vergeben und jetzt ist sie Single. Und da hat er mir gesagt, ja, die ist jetzt Single, ich treffe mich jetzt mal mit der. So. Hat er sich mit der getroffen, war auch alles cool. Und er merkt natürlich, dass sie schon immer noch, sie redet auch immer noch über ihren Ex, dass das sich schon noch beschäftigt. Sie sagt zwar, ihr geht's gut und so, aber er merkt natürlich, dass sie da noch stark an ihn denkt, ist ja normal. Und dann hat er mich gefragt, ja, Leon, wie gehe ich denn jetzt damit um, weil irgendwie zieht sie mich schon an, aber sie ist ja auch noch gar nicht richtig ready. Was würdest du ihm sagen, wenn er dir so eine Situation erzählt? Also wie geht man als potenzieller Partner oder ne, als Person, die jetzt eine andere Person kennenlernt, die aber noch offensichtlich im Liebeskummer ist, wie würdest du der Person raten, damit umzugehen? Weil das ist ja auch ein Szenario, das oft vorkommt. Also ist mir auch schon öfter vorgekommen. Was denkst du darüber? Also ich würde ihm, ich weiß ja nicht, was die beiden so für eine Kommunikation haben und wie offen die darüber reden können, ne? Aber wenn es da eine Verbindung gibt zwischen den beiden und die sich gut und tragfähig anfühlt, dann würde ich ihm eigentlich dazu raten wollen, ihr erstmal den Raum zu lassen, sich ihrem Kummer zu widmen und das zu verarbeiten und zu sagen, wir können in Kontakt bleiben und wir können auch, du kannst auf mich zukommen, du kannst mit mir reden, wenn dir danach ist, aber lass uns das romantische Thema zwischen uns vielleicht erstmal auf einen späteren Zeitpunkt schieben. Ich würde Ruhe in die Situation reinbringen, weil wenn es jetzt passt und wenn es wirklich passt, dann passt es auch in einem halben Jahr oder einem Jahr noch. Also, ne? Das finde ich sowieso immer total wichtig, gerade in diesen Liebesdingen manchmal so den Zeitdruck daraus zu nehmen. Also das erlebe ich auch ganz häufig, wenn Menschen zu mir kommen, die, also es kommen natürlich viele, die eine Trennung hinter sich haben, wo du sagen musst, ne, habe ich ein paar Stunden mit denen geredet und dann weißt du auch, okay, das wird auch nicht wieder. Da ist so viel passiert, das passt einfach nicht mehr oder haben sich Dinge so entwickelt, dass man weiß, es passt nicht. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die zu uns kommen, wo klar wird, okay, das ist eine Beziehung, die könnte eigentlich noch gerettet werden oder das ist nicht ausgeschlossen, dass es da nochmal ein Comeback geben könnte. Und weil man einfach merkt, da sind längst noch nicht alle Mittel kommunikativ ausgeschöpft, oder man merkt, dass das hätte nicht scheitern müssen. Da könnte man noch anders mit umgehen und da ist auch noch Gefühl zwischen den beiden. Und dann ist es super häufig so, dass die Menschen, die bei mir sitzen, sich mega gestresst fühlen und sagen, ja, aber es muss doch jetzt schnell gehen. Ich muss doch jetzt schnell irgendwas machen. Und was kann ich denn jetzt tun? Und dann kommen viele auf die Idee so, es gibt im Internet so Ex-Zurück Ratgeber, Strategien, die man kaufen kann, wo dir dann gesagt wird, ja, du musst irgendwie
du musst dich rar machen, du musst auf Nachrichten nicht mehr reagieren, du musst dich selbst neu erfinden, du musst immer nur noch gut gelaunt sein. Also du sollst quasi so ein Bild von dir abgeben, so ein autonomes, neues Bild von dir, das dich für den anderen wieder interessant macht. Und dann steht da noch, wenn das nach 6 Wochen nicht geklappt hat, kriegst du dein Geld zurück. So. Also wo ich natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlage und sage mal zu meinen Klienten, also das ist so, worauf soll denn diese Partnerschaft basieren in Zukunft? Ne? Da fehlt ja dann komplett das Fundament. Du kannst vielleicht ist nicht ausgeschlossen, dass wenn du plötzlich dich total rar machst, dass der andere sich wieder interessiert, weil das, ne, so sind die Dynamiken häufig zwischen den Menschen. Aber das kannst du ja nicht auf ewig machen. So willst du ja auch keine Beziehung führen. So. Und dann rennst du wieder in das gleiche Muster rein. Und insofern sage ich den Leuten, die bei mir sitzen, dann ganz häufig, du, wenn es jetzt zwischen euch passt, das ist nichts, was innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten einfach so verschwindet. Da, wo eine Substanz ist zwischen 2 Menschen, da übersteht die auch mal so eine Dauer und traue dir das zu und mute das dieser Verbindung auch zu.